Mein Name ist Carlos Gauner. Ich komme ursprünglich aus Mexiko. Ich arbeite schon bei Grenzenlos vor ein bisschen länger 2 Jahren. Die machen unterschiedliche interkulturelle und internationale Austauschprogramme. Einige von denen sind diese WorkCamps. Ich bin die Marie, ich bin 20 Jahre alt und ich mache diesen Sommer 3 Wochen lang bei dem Theatercamp Let's Act mit. Es ist ein Camp, es geht hauptsächlich um Inklusion und am Ende des Camps machen wir ein Theaterstück. Das Projekt ist ein freiwilligen Einsatz in der Gruppe und es ist vom Europäischen Solidaritätskorps gefördert. Freiwilliger Einsatz in der Gruppe ist ein Kurzzeitprojekt, der unterschiedliche und verschiedene Freiwillige zusammenbringt, ein Projekt zu machen. Und ich glaube, die Idee ist, wie können wir von unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten und etwas Besseres kreieren. Teilweise auch unterstützen wir mit diesem Projekt internationale Freiwillige, die vorher nicht die Möglichkeit hatten, ein internationales Projekt teilzumachen. Es ist für Grenzenlos sehr wichtig, dass wir können auch unterschiedliche Freiwillige mit einer Behinderung zu unseren Projekten bringen. Es war früher schon möglich, es war nicht so einfach. So I'm Martina, I'm from Italy and I come from the association Lunaria and we are all taking part in the Let's Act project 2019. Well, team volunteering is hard. You know, you have to get along with everyone and still be productive, but it's also very fun. We have a lot of fun here. Ich bin der Michael Kremer, bin 22 Jahre alt und bin gerade Teilnehmer am Projekt Let's Act. Wir, so denke ich zumindest, versuchen weiterzugeben, dass Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Menschen, vor allem jungen Menschen aus möglichst verschiedenen Ländern, sehr gut funktionieren kann. Unter Volunteering würde man sich wahrscheinlich hauptsächlich so richtige Arbeit vorstellen, so irgendwo Bäume pflanzen, aber da ist dieses Projekt nicht so typisch, würde ich sagen, weil wir halt ein Theaterstück machen. Bei diesem Projekt zum Beispiel, der Let's Act, kam ein bisschen auch, dass es geht um eine Gruppe, die mehr oder weniger geschlossen in einem Projekt ist und nicht so viel mit den Außern etwas kommunizieren. Aber danach, wenn wir zum Beispiel die Präsentation, zum Beispiel nächsten Freitag haben, die Leute, die zu unseren Theaterausführungen kommen, werden das sehen, wie unterschiedliche Personen können in unterschiedlichen Wegen, unterschiedlichen Art und Weisen das gleiche Idee bringen. Die Idee, das können wir ohne Grenzen wohnen. Die Teilnehmer kommen von unterschiedlichen Ländern. Sie haben nie vorher kennengelernt und trotzdem arbeiten zusammen. Und das gibt uns Hope, sozusagen, dass es gibt einen Weg, das können wir folgen, um eine neue Welt zu kreieren. Well, the big deal here is inclusion, of course. It's including people from other countries, other cultures, but also people with disabilities or problems. And I think it's a lesson that everyone should learn, and that's how we contribute to society. I think we raise awareness. Ich würde total empfehlen, dass andere Organisationen eine freiwillige Einsatz in der Gruppenaktivität machen. Man profitiert sich extrem viel. Und jetzt rede ich nicht um Geld, jetzt rede ich um die unterschiedlichen Aktivitäten. Und man sieht, wie cool ist, eine Gruppe von internationalen Freiwilligen zusammenbringen und um zu sehen, wie können sie miteinander arbeiten. Weiterempfehlen kann ich es auf alle Fälle, vor allem an jene, die glauben, das geht vielleicht nicht oder das funktioniert nicht. Einfach mal ins kalte Wasser springen und ausprobieren. Also in meinem Fall kann ich nur sagen, es ist sehr gut ausgegangen.